Herzlich willkommen auf deinem Kanal für mehr Leichtigkeit, Freude und Fülle in deinem Leben. Hallo, ich zeige dir heute, wie wir diesen Trockenbluttest machen. Wichtig ist, dass du am Anfang deine Hände wäschst mit Seife, damit keine Rückstände von Öl oder Cremes an den Händen sind, weil das würde den Test verfälschen, das Ergebnis. Und dass du alles, was du brauchst, was ja schon im Test enthalten ist, parat legst. Das ist einmal der Tupfer, die Lanzette, das Pflaster und diese Hülle. Das Kärtchen, was hier mitgeliefert wird, ist wichtig, dass du das abtrennst, weil hier steht deine Test-ID drauf. Und diese ist dann abrufbar nach 20 Tagen über diese ID das Ergebnis deines Tests. Und hier notiert man auch am besten den Namen, gerade wenn du jetzt in der Praxis Therapeut bist und verschiedene Leute hast. Und dann ist es wichtig, oder auch in der Arztpraxis, dass du den Namen drauf schreibst, die Größe, das Alter und das Gewicht. Also wenn du jetzt als Arzt oder Therapeut den Test machst, dann sollte das beim Kunden oder bei dir bleiben und sicherheitshalber noch ein Foto machen von der ID, damit man die ID auf jeden Fall hinterlegt hat, falls die Karte verloren geht. Das braucht ihr dann später für die zincinotest.com Seite. Dort gebt ihr das ein, damit ihr dann detaillierte Tests bekommt. Dann ist noch ein Kuvert mitgeliefert und die Lanzette und Alkoholtupfer und Pflaster. Und hier noch das Kuvert, das wird dann geöffnet und nachdem 10 Minuten das Blut getrocknet ist, verschlossen und per Post, je nach Land wird es anders frankiert. Die Portokosten einfach bei der Post fragen. Die Post geht dann nach Oslo, das ist schon hinterlegt auf dem Kuvert, zum unabhängigen Labor Vitas. Gut, dann können wir auch schon loslegen. Du nimmst einfach die Lanzette und den Alkoholtupfer und öffnest du alles. Und dann kannst du im Stehen erstmal dynamische Übungen machen, damit das Blut besser zirkuliert. Und dann einfach nach hinten kreisen. Und dann nach vorne ausschütteln. Und Fäuste machen, wieder öffnen. Und das hilft einfach, dass das Blut besser dann rauskommt. Und bei Kindern ist halt auch wichtig oder auch bei Erwachsenen, dass die Leute genügend trinken vorher. Sonst kann es auch sein, dass es sehr zäh fließt und das wäre dann schade. Gut, und dann nimmt ihr einfach die Karte raus und mit der Lanzette, also erstmal Alkoholtupfer. Und ich mache es so, dass ich halt, also man soll den Mittelfinger im Idealfall nehmen. Bei Kindern kann man auch das Ohrläppchen nehmen und dann hier seitlich abwischen mit dem Alkoholtupfer und dann hier so ein bisschen gegenhalten und dann reinpieksen. So. Gut, dann schauen wir mal, was rauskommt. Und dann im Idealfall möglichst voll machen, das Testfeld. Falls das Blut nicht so gut kommt, kann man auch ein bisschen den Finger massieren. Wichtig ist noch, dass man nicht mit der Haut das Testfeld berührt. Gut. Und dann nehmt ihr ihr könnt je nachdem wie stark das Blut auch einfach noch einen Tupfer drauf drücken. Ich nehme jetzt einfach mal das Pflaster, das mitgeliefert wurde. Öffne das und dann kommt hier das Pflaster drauf. Man kann dann noch ein bisschen drauf drücken, damit das schneller aufhört zu bluten.
das gesamte Testfeld ausgefüllt ist. Das ist auch super. Und das lässt man jetzt 10 Minuten trocknen. Dann kommt es hier in diese Lasche rein. Und wie gesagt, hier Name, Größe und Gewicht und Alter draufschreiben. Und dann bleibt es bei euch. Ihr macht noch ein Foto zur Sicherheit oder eine Kopie. Und dann kommt dieses Kuvert hier rein und dann zusammen diese Hülle. Und hier bitte noch den Absender draufschreiben, falls mal zum Beispiel zu früh nicht frankiert ist, dass die Post es wieder an euch zurückschicken kann. Dann nach so circa 20 Tagen kommt das Ergebnis. Ihr könnt da eine E-Mail-Adresse unterlegen und dann werdet ihr informiert. Man kann auch mehrere E-Mail-Adressen, wenn man zum Beispiel als Arzt oder Therapeut noch vom Kunden die E-Mail-Adresse angeben möchte, dann wird auch direkt der Kunde informiert und kann sich dann mit den Test-ID einloggen und das Ergebnis anschauen und als PDF runterladen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und meldet euch, falls ihr Fragen habt zum Test. Herzlichen Dank, dass du bis zum Ende dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, like, teile und abonniere meinen Kanal, um keine neuen Podcasts und Videos zu verpassen. Alle Links findest du wie immer in der Beschreibung. Vielen Dank für dein Sein.